Shalom everybody and good evening. Shalom euch allen und guten Abend. My name is Rabbi Shapira and I'm the founder of Ahavat Ami Ministries in Yeshivat Shuvu. Ich heiße Rabbi Shapira und ich bin der Gründer von Ahavat Ami Ministries und Yeshivat Shuvu. I hope you have been blessed by this particular program that we've been doing with you every week. Ich hoffe, ihr seid gesegnet worden durch dieses Programm, das wir wöchentlich hier ausstrahlen. In the depth of the Pardes. In der Tiefe des Pardes. Over the next month, I will be leading this program instead of Pastor Matt McEwen. Während dem nächsten Monat werde ich dieses Programm mit euch teilen, anstelle von Pastor Matt McEwen. For several reasons. Aus mehreren Gründen werde ich das tun. The main reason is exciting. Der Hauptgrund ist eben, dass es mir Freude macht auch. We have been working very hard for our German audience. Wir haben sehr hart gearbeitet für unsere deutschen Zuschauer On 2 releases. und wir haben 2 Sachen, die wir lancieren. Let me start with the latter one, with the second one. Ich möchte mit dem zweiten beginnen. The upcoming release of the Bestreben according to COVID-19 in German. Wir planen das Buch der Bestreben gemäß Covid-19 in Deutsch publik zu machen, erhältlich With zu God, machen. with God will and God help, we will be able to complete the translation of the book into German. Mit Gottes Wille und Gottes Hilfe werden wir das Buch übersetzen auf Deutsch. And as we're doing it, I wanted to already prepare you for the book that's coming ahead and for the significance of the work. Und während das am Laufen ist, ist es mir ein Anliegen, euch schon jetzt vorzubereiten auf dieses Buch. We are right now in a time that is unprecedented in human history. Wir befinden uns gerade jetzt in einer nie vorher dagewesenen Zeit in der Menschheitsgeschichte. And in the days and the weeks ahead, you will be able to hear about this big revelation of this book, the Bestreben according to COVID-19. Und in den Tagen, die kommen, werdet ihr auch davon hören, eben von diesem Buch, die Bestreben, die gute Nachricht gemäß Covid-19. This week it will be released in Spanish, and very soon it will be available in German. Diese Woche wird es auf Spanisch erhältlich sein und sehr bald auch auf Deutsch. Number 2, there is also another significant publication that is about to be released to our German speakers all over the world. Und zweitens haben wir etwas sehr Wichtiges, das auch in allernächster Zukunft gedruckt werden wird, publik gemacht werden wird in der deutschen Sprache. One of the reasons that we hold those programs together is to allow you, the German speakers, to be restored back to the original context of the gospel. Und einer der Gründe, warum wir eben dieses in der Tiefe des Pardes, diese Ausstrahlungen machen, ist, um euch zurückzubringen zu den Ursprüngen des Evangeliums. We have been working for a long time on the release of the Siddur into German. Wir haben seit langer Zeit jetzt daran gearbeitet, dass wir eben die Siddur auf Deutsch erhältlich machen können. And soon enough, the German speakers all over the world will be able to join us. Und sehr, sehr bald werden alle Deutschsprechenden weltweit in der Lage sein, gemeinsam mit uns zusammen da einzustimmen. As we enter 2021, it's time for us to understand the seasons. Und indem wir jetzt in 2021 in das Jahr reingehen, ist es wichtig, dass wir eben die Zeiten verstehen. And I want to remind everybody that the yeshiva also run in German right now. Und ich möchte euch auch daran erinnern, dass die Yeshiva auch auf Deutsch erhältlich ist. So what I'm going to do in the next few weeks as we are starting a new book, So, was ich in den nächsten Wochen tun werde, während wir dieses neue Buch studieren,
I am going to already start to touch on certain things from the good news according to COVID-19. Werde ich schon jetzt gewisse Sachen aufgreifen aus dem Buch der Covid gemäß das Evangelium gemäß Covid-19. We have to understand those seasons. Und wir müssen die Zeiten verstehen, in denen wir leben. This is what I want to talk to you about this evening. Und das ist genau das, über das ich mit euch heute Abend sprechen möchte. As we are dealing with the depth of the Pardes, and again, I want to remind you what Pardes means. Und ich möchte euch wieder daran erinnern, was Pardes oder die Tiefe des Pardes bedeutet. It's related to the four layers of interpretation of the Hebrew Bible. Und es bezieht sich auf die 4 Ebenen der Interpretation in der hebräischen Bibel. That make up the word Pardes or paradise in Hebrew. Und das ergibt das Wort Pardes oder Paradies auf Hebräisch. The literal is the pay. Und das Offensichtliche ist der Pay. The linguistic clues are the Reihe. Und das Linguistische ist das Reihe. The homiletic understanding is the Dalet. Und das homiletische Verständnis ist der Dalet. And ultimately is to the depth of the Torah. Is the Und Samach. der Samach bezieht sich auf die Tiefe in der Tora. Now, when you study and when you look at the Pardes, it is always critical to start in the base letter, the basis, the pshat, the simplest meaning of the text. Und wenn wir den Pardes anschauen, da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer mit dem Pay anfangen, mit dem Pardes. Now, it is really critical to understand something. Let's go for a moment to the book of Deuteronomy to understand how we should approach even the text. Also mit dem Paraschat. Und wir gehen jetzt ins Buch 5. Mose, um uns näher anzuschauen, wie wir das Ganze angehen sollen. In Deuteronomy 34, in the end of the life of Moses, Im 5. Mose 34, am Ende von Moses Leben, it says in the Hebrew, Velo kam navi b'Israel ke Moshe. There was never a reason a prophet in Israel as Moses. und da steht, dass niemals ein Prophet erstanden ist in Israel wie Mosche. I know that most of us think about Moses as the giver of the Torah. Ich weiß, dass die meisten von uns, wenn wir an Moses denken, dann denken wir an die Toragebung. But before Moses is considered the giver of the Torah, we should think about Moses in another way. Aber bevor wir ihm das zuschreiben als der Torageber, sollten wir auch auf eine andere Art und Weise über Mosche nachdenken. Moses is a prophet. Nämlich Mose als Prophet. Er ist ein The Prophet. Torah is about prophecy. Das Thema der Tora ist Prophetie. Christians ask me all the time the question, what should we even look at the Old Testament, the old stuff? Christen fragen mich immer wieder, warum müssen wir uns überhaupt beschäftigen mit dieser alten Geschichte? The reason is because Moses himself prophesies of the things to come. Und der Grund ist, weil eben Mose selbst prophezeit hat über das, was in Zukunft kommen wird. The reason for the statement of Yeshua himself in the book of Yochanan chapter 5 Und der Grund für die Aussage von Jeschua selbst im Johannes Kapitel 5, when he said in the 46th verse, if you believe Moses and the prophet, you're going to believe me, is important. wo im 46. Vers sagt, wenn du an mich glaubst, dann würdest du auch wenn du Mose glaubst, würdest du auch mir glauben. Und das ist sehr wichtig. Have you wondered why did Yeshua make this statement? Hast du dich jemals gefragt, warum Jeschua dieses Zitat, diese Aussage machte? He actually quoting this Torah portion. Er bezieht sich mit dieser Aussage auf diese Tora-Portion, die wir haben jetzt. What is the connection between Moses and Yeshua?
Und was ist die Verbindung zwischen Mose und Jeschua? Today, in the portion, you will see it. Und heute, wenn wir uns den Abschnitt anschauen, dann wirst du es sehen. The title of the lesson today will be a quite different, quite special lesson. It's called The New Regime and the Coming of the Messiah. Der Titel von dieser heutigen Lektion wird speziell sein und er nennt sich das neue Regime und das Kommen des Messias. We need to understand something about the coming of the Mashiach. Wir müssen etwas verstehen über das Kommen von Mashiach. A truth that we probably hardly ever think about. Eine Wahrheit, die wir vermutlich praktisch nie betrachten. The Messiah is going to come out of chaos. Is going to come out of a mess. Der Messias wird aus einem Chaos heraus aufstehen. We see it in different places in the scripture. The very first place we see it is in the book of Genesis, chapter 1. Wir sehen das an verschiedenen Orten, an verschiedenen Stellen in den Schriften und zuallererst sehen wir das im Bereshit, Kapitel 1. In chapter 1, he says that the world was in a chaos, it was in a void. Im Kapitel 1, da lesen wir, dass die Welt in einem Chaos war, wüst und leer. But then it says that the Spirit of the Lord was hovering over the face of the earth. Aber dann lesen wir auch, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Which spirit are we talking about? Über welchen Geist sprechen wir hier? It is the spirit of Messiah, according to a Jewish understanding, that's hovering over the earth during the time of chaos. Und gemäß jüdischem Verständnis ist das der Geist von Mashiach, der da über den Wassern schwebt. In this book, the book of Exodus, we're seeing another chapter of redemption of humanity. In diesem Buch, im Buch 2. Mose, da sehen wir eine andere Geschichte, wie Gott sein Volk rettet. God is bringing redemption and he's bringing it out of chaos and out of suffering. Gott bringt Erlösung und er bringt die Erlösung aus Leid heraus und aus Leiden steht die Erlösung auf. I know that today everybody wants to pray against the COVID, against the virus, against all of those things. Ich weiß, dass heute jedermann gegen den Covid beten möchte, den Virus und all das, was damit zusammenhängt. But allow me to challenge your way you're thinking about this as we're entering into the new book. Aber ich möchte dich herausfordern, in der Art und Weise, wie du jetzt darüber nachdenkst, gemäß dem, was das Buch aussagt. Could it be that God is orchestrating this chaos in order to bring redemption to the world? I want you to think about that. Könnte es nämlich sein, dass Gott das Ganze orchestriert, das Chaos, um aus dem Chaos dann die Erlösung auferstehen zu lassen? After all, God himself said the following in the book of Isaiah. Schlussendlich sagt ja Gott selbst im Buch von Jesaja Folgendes: I am the creator of light and I am the creator of darkness. I am the creator of good and I am the creator of evil. Da sagt er, ich bin der Schöpfer von Licht und ich bin der Schöpfer von Dunkelheit. Ich bin der Schöpfer vom Bösen und vom Guten. Why does a good and loving God will bring evil to the world? Warum würde ein guter, liebender Gott etwas Böses in diese Welt bringen? He uses evil. He uses calamities. He's using suffering as a tool to bring deliverance, to bring redemption. Er braucht das Böse, er braucht das Leid als ein Werkzeug, um Erlösung und Befreiung zu bringen. A perfect example for those, especially in Germany, should come close to heart. Und ein Beispiel, speziell für diejenigen von euch aus Deutschland, sollte euch hier auffallen. Why did he brought the Shoah? Why did he brought the Holocaust? Warum hat er die Shoah, den Holocaust, gebracht? The reason that he did that is in order to bring the Jewish people to return to the land. Without the Holocaust, there is no state of Israel.
Der Grund dafür war, dass er die Shoah gebrauchte, um Israel als Staat zu gründen. Ohne die Shoah gäbe es keinen modernen Staat Israel. There is dynamics in redemption that depends upon our ability to respond to what is happening in the world. Da gibt es Dynamiken in der Erlösung und diese Dynamiken hängen von unserem Willen und davon ab, wie wir darauf reagieren, um diese Erlösung in die Welt zu bringen. Now look with me carefully today. We're going to look only at one verse. Und heute Abend werden wir im Speziellen auf einen Vers abzielen. We're going to look at Exodus chapter 1, verse 1. Nämlich den allerersten Vers im 2. Mose, 1, Vers 1. Before we look at Exodus chapter 1, verse 1, Aber bevor wir den 2. Mose 1, Vers 1 anschauen, it's always important to look at the name of the books to understand the highlight, the headline of the book. zu Anfang ist es auch wichtig, dass wir immer den Namen des Buches in Betracht ziehen. Der Name ist so wie eine Überschrift über das ganze Buch. The name of the book is the very first word in the book of Exodus. Und der Name des Buches entspricht hier auch dem allerersten Wort des Buches. And what is this word? The word is the word Shmot. Und was ist dieses Wort? Es ist das Wort Shmot. Shmot translated usually is Exodus, but it is wrong. Shmot wird meistens als Auszug übersetzt, aber das stimmt nicht. Even inside the name of the books, we already see a remes. Sogar in den Namen der Bücher, da sehen wir bereits einen Remes, The word Shmot means names. einen Hinweis, denn das Buch Shmot bedeutet Namen. The book that we call Exodus is actually called the names. Das Buch, das wir Exodus oder zweites Buch Mose nennen, ist in der Tat, trägt den Namen Namen. Okay, then the next question you ask yourself, the names of whom? Und die nächste Frage ist natürlich, die Namen von wem? The names of the sons of Israel. Es sind die Namen der Söhne Israels. Okay, here's question number 2. Why does it say the sons of Jacob? Why does it say the son of Israel? Und da kommt die zweite Frage, warum sagt es die Söhne Jakobs und warum sagt es die Söhne Israels? Why we read again and again in the text about the sons of Israel and not the son of Jacob? Also anstelle von Jakob Israel. Warum lesen wir das immer und immer wieder im Text? There Israel. is a difference between using the name Jacob and using the name Israel, although we're talking about the same person. Weil es da eben einen Unterschied gibt im Gebrauch dieser zwei Namen, Jakob und Israel, obwohl wir über die gleiche Person sprechen. Remember where they're at. Und erinnert euch, wo sie jetzt sind im Moment. They are away from the land. They are separated from the land. They are in Egypt. Sie sind nicht im Land, sie sind weg vom Land Israel, sie sind in Ägypten. This is very important because the name Israel, when you see Jacob called Israel, it's telling us something important about himself. Und das ist sehr wichtig, weil wir, wenn wir den Namen Israel sehen, anstelle von Jakob, dann And sagt about er his etwas sehr Wichtiges descendants. aus. It's about his descendants. Und es betrifft sich oder bezieht sich da nämlich auf seine Nachkommen. And indirectly, it's a message for us today. Und indirekt ist es auch eine Botschaft für uns heute. And what is this message? Israel represent the fullness. Und was ist diese Botschaft? Die Botschaft ist, Israel repräsentiert die Fülle. And here are the name of the sons of Israel represent their fullness. Und hier lesen wir, das sind die Namen von Israel und das repräsentiert die ganze Fülle. But look at where the fullness is taking place. The fullness is taking place in Egypt.
Aber schaut euch an, wo die Fülle passiert, wo das Ganze abläuft. Es ist in Ägypten. One thing that the fullness will take place in their land. Es ist eine Sache, wenn die Fülle im Land passieren oder geschehen würde. But the Torah come to teach us something very important here. Aber die Tora lehrt uns hier etwas sehr, sehr Wichtiges. The fullness taking place in the exile. Nämlich das, dass die Fülle im Exil passiert. God wants to release the spirit of Israel upon us, and we are in Egypt. Gott möchte die Fülle von seinem Geist über uns gießen, während wir in Ägypten sind. And there is an equation in this book of Exodus. What is this book of Exodus is all about? Und da gibt es diesen Vergleich, was das Buch Exodus eigentlich aussagt. It's about breaking through and breaking out of Egypt, setting ourselves free. Und die Hauptaussage ist, es geht da um einen Durchbruch, um uns selbst aus Ägypten befreit zu werden. Partner with God to get ourselves set free. And how do we do it? Indem wir Partner Gottes sind, um uns da zu befreien. Und wie geschieht diese Befreiung? By having the spirit of Yaakov, of Israel. Und sie passiert, indem wir eben den Geist Israels haben. Now we're going to look today in this text because there's something that is happening here that the eye does not meet. Wir schauen uns jetzt etwas im Text an, das nicht so offensichtlich ins Auge springt. And those who are following us in their German Bible, we're going to be in Exodus chapter 1, verse 1. Und diejenigen, die das mitverfolgen wollen in der deutschen Bibel, wir sind im 2. Mose 1, Vers 1. Let's go there actually together right now and read this. Und wir gehen jetzt zu diesem Vers zusammen und wir lesen diesen Vers. And it says, Ve'ele Shmot bnei Israel aba'im Mitzrayma, et Yaakov ishu beito ba'u. Let's read this together. These are the names of the son of Israel who came to Egypt with Jacob. Und wir lesen da, und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Each is coming with his own household. Und eben jeder mit seinem Haus oder Haushalt. Something doesn't add here. There is a problem in this verse. Und irgendwas geht hier nicht auf. Da gibt es ein Problem in diesem Vers. When we look at the leg of the Pardes, the text doesn't make sense. Wenn wir den Pardes anschauen, dann sehen wir, dass der Text hier keinen Sinn macht. Remember, we are reading the text according to the literal. Denkt daran, wir lesen den Text gemäß dem Offensichtlichen, dem Paraschat. It is saying here that this is their names who say who are coming, who are in the process of coming. Hier steht, dass das die Namen sind derjenigen, die im Prozess sind, zu kommen. How come the text says that they are coming where they have been in Egypt for so long? Und warum sagt der Text, dass sie kommen werden, wenn sie doch schon so lange in Ägypten waren? Brothers and sisters, we have been in Egypt for many years with Joseph. Brüder und Schwestern, wir waren in Ägypten für viele Jahre mit Josef. But the text make it sound like they just arrived to Egypt, which it is clearly not the text, not the meaning. Aber der Text sagt aus, als ob sie gerade eben ankamen in Ägypten, aber das ist nicht die Bedeutung. Brothers and sisters, remember the words of Yeshua, our master. Und liebe Geschwister, erinnert euch an das Wort von Jeshua, unserem Meister. Every jot and tittle in the Torah are important. There is no redundancy. There is not an empty word. Everything is critical. Dass jedes Jota und jeder Strichlein ist wichtig in der Tora und nichts ist überflüssig. Alles ist wichtig.
But when we look at the text here, it appears to say that they just arrived to Egypt. Aber wenn wir den Text hier sehen, dann sieht es so aus, als wie wenn sie gerade eben angekommen waren in Ägypten. Now you have to understand something. This is a continuation of a story. This is not a brand new story. Wir müssen verstehen, das ist eine Fortsetzung einer Geschichte. Das ist keine brandneue Geschichte. Moses is the author of the Torah, and he is giving the full revelation in continuation. Mose ist der Autor der Tora und er gibt die volle Offenbarung mit einer vollen Offenbarung. And what is the continuation? What just happened before that? Und was ist die Fortsetzung hier? Was ist eben kurz bevor passiert? When you read Torah, it's important to read it in context of what just happened. Wenn wir die Tora lesen, dann ist es wichtig, dass wir sie im Zusammenhang lesen, dass wir das betrachten, was soeben passiert ist. Well, let me remind you. Ich möchte euch erinnern, Jacob gathered in the very end of the book of Genesis. He has gathered all of his sons. ich möchte euch daran erinnern, dass Jakob am Schluss all seine Söhne zu sich gerufen hat. And he is giving them a prophecy about Shiloh. Und er gibt ihnen da diese Prophetie bezüglich Shiloh. Shiloh, that Shiloh will come. Shiloh will come and will be a redeemer. Bezüglich, dass der Shiloh kommen wird und ein Erlöser sein wird. Who do you think that he was speaking of? Und was denkt ihr, über wen hat er da gesprochen? This is absolutely amazing for us to understand this. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass wir das verstehen. When you take the word Shiloh in Hebrew, it's equivalent to 345. Wenn wir das Wort Shiloh nehmen in Hebräisch, dann ist das gleichbedeutend mit 345. Which, as I put on the screen right now for you, is equivalent to the name Moses. Und wir haben das auf dem Bildschirm jetzt und Shiloh ist genau gleich wie Moses. He is prophesying on Moses. Das sagt aus, dass er prophezeit über Mose. But as it's often with prophecy, prophecies have two parts to it, a short term and a long term. Aber wie es so oft der Fall ist mit der Prophetie, da gibt es zwei Seiten, kurzfristig und längerfristig. Jacob says Shiloh will come. Jakob sagt hier, der Shiloh wird kommen. If you take the term Shiloh will come, it's an equivalent to 358. Und wenn wir die Worte nehmen, Shiloh wird kommen, ist das gleichbedeutend mit 308. The same as the word Mashiach. Genau die gleiche Zahl, wie das Wort Mashiach ergibt. Jacob is prophesying about the immediate Messiah that will come and the long-term Messiah. So sehen wir hier, dass Jakob über den Messias, der in Kürze kommen wird, prophezeit, wie auch über den Mashiach, der später kommen wird. But the book of Genesis is ending with a very sour note, actually. Very sour note. Aber das Buch 1. Mose am Ende ist ein bisschen sauer, wie das zu Ende geht. It's called in Hebrew closed Torah portion. Und in Hebräisch nennt sich das eine geschlossene Tora-Portion. What is the rabbi means when they say closed Torah portion? Parashat stuma. What is that mean? Parashat stuma. Und was meinen die Rabbiner, wenn sie eben eine geschlossene Tora-Portion nennen? Eine Paraschat stuma. He's sitting with them. He says, I'm going to tell you the end. Und ich werde euch das am Ende I'm mitteilen. going to tell you everything about the end. Jacob wanted to tell them about the end, but he doesn't. Es bezieht sich auf das Ende. Jakob wollte ihnen über das Ende mitteilen, was geschieht, aber er tut es trotzdem nicht. And the question is, why does Jacob doesn't tell them about the end?
Und die Frage ist natürlich, warum erzählt ihnen Jakob hier nicht über das Ende? The conclusion is shocking. Und am Schluss der Zusammenfassung ist wirklich schockierend. The brothers are yet to reconcile with Joseph fully. Weil der Schluss der Geschichte ist, dass die Brüder sich zuerst völlig versöhnen müssen mit Jakob, mit To the Josef. point that when Yaakov Avinu when Jacob dies, they say, oh no, Joseph is going to kill us now. He's going to kill us. Wir sehen das auch, als Jakob stirbt, dann sagen die Brüder, oh nein, jetzt wird Josef uns töten. So the reason it's called Parashat Stuma, Vayechi called Parashat Stuma, it is because the full revelation was not poured out. It stayed concealed. Und der Grund, warum es eben die Paraschat Stuma genannt wird, ist, weil die volle Offenbarung nicht ausgegossen wird. Now remember our dilemma that we're talking about in this parasha, in the beginning of Exodus. Und erinnert euch an das Dilemma, über das wir sprechen hier am Anfang vom 2. Buch Mose. It says here in the text that they are coming, but they've already been there. Es sagt im Text, dass sie kommen werden, aber die waren ja schon da. The word baim, like come from the word bo, he's talking about them as they come, but it doesn't make sense. Das Wort Boim kommt vom Wort Bo und das sieht so aus, wie wenn sie kommen jetzt, aber das ergibt keinen Sinn. I will connect the dot for you now for the story of Yaakov. How is it related and why the Torah chooses this language? Und ich möchte euch jetzt die Punkte zusammenführen bezüglich Jakob und wieso die Tora eben hier diese Sprache gebraucht. Listen to what Orachaim says, one of our important rabbis. Wir hören uns an, was Or-Hachaim sagt, einer von unseren wichtigen Rabbinern. Brothers and sisters, that's why we need the yeshiva in German. That's why we need you to learn Hebrew with us. Und liebe Geschwister, das ist genau der Grund, warum wir die Yeshiva auf Deutsch brauchen. Deshalb If you look at the German Bible, it will say probably and here are the names or something like this. Or these are the names. Wenn wir in der deutschen Bibel lesen, dann sagt es so etwas aus wie und das sind die Namen oder so ähnlich. But brothers and sisters, look at the very first letter. I put my cursor on the very first letter of the word. Schaut euch den allerersten Buchstaben des Wortes an. Ich habe hier den Maus. The Hebrew letter Vav. Und wir sehen hier den hebräischen Buchstaben Vav. The letter Vav here implied the word and. And here are the names. Und der Vav ist gleichbedeutend mit und. Da steht So und, say, hier sind die Namen. Why is it a big deal that there is a Vav here? What is that supposed to mean? Und was ist jetzt so speziell an diesem Vav, den wir hier am Anfang haben? This is critical, and I want everybody to understand this. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das jetzt erkennen. Orachaim explained to us that this is a continuation of the book of Genesis. Weil Or-Hachaim erklärt uns hier, dass das eine Fortsetzung des ersten Buches Mose ist. The brother went to Egypt, they dwell in Egypt, but there was never closure to the story. Deshalb den Vav oder und. Die Brüder gingen nach Ägypten und sie lebten dort, aber die Geschichte wurde nie in dem Sinne zu Ende geführt. Brothers and sisters, God wants to bring closure to this parasha. And that is what the book of Exodus is all about. Liebe Geschwister, Gott möchte hier das Ganze zum Abschluss bringen in dieser Parascha. Und genau dieses Thema behandelt das Buch Shmot. There is something new that is happening here. Everybody needs to understand it. Wir sehen hier etwas Neues, das geschieht und wir alle sollten das verstehen. When Joseph was alive, there was one regime in Egypt. Als Josef noch lebte, da gab es ein Regime in Ägypten. But the Torah go and stress to us that the new Pharaoh did not know who was Joseph.
The Torah tells us that. Aber die Tora sagt sehr deutlich aus, dass der neue Pharao nicht wusste, wer Josef war. And this is the essence why the Torah says they are coming like they're coming today. Und das ist genau der Kern, warum die Tora sagt, sie kamen, so wie wenn sie eben heute kommen würden. Brothers and sisters, that is called a remes in the text. Und Brüder und Schwestern, das nennt sich eben ein Remes, den wir hier im Text haben, ein Hinweis. What is the text actually is telling us here? Und was sagt der Text hier in der Tat aus? They were dwellers in Egypt under an old regime. With the newness, it is as their life started all over again. Sie lebten in Ägypten mit dem alten Regime und eben mit dem neuen Pharao war so, wie wenn ihr Leben wieder beginnen würde. God is bringing a new world order. In anderen Worten, Gott bringt eine neue Weltordnung hier. And look is what's going to come out of the new world order. Und schaut euch an, was aus dieser neuen Weltordnung erstehen wird. Moshe is going to rise up. The Messiah is going to rise up from the new world order. Wir sehen hier, dass Mosche aufsteht aus dieser neuen Weltordnung. Der Messias steht auf. Out of chaos, the Messiah is going to be raised up. Aus diesem Chaos heraus wird der Messias auferstehen. Just like today, he sent the COVID-19, so the Messiah will raise out of this chaos. Friends, I hope you see the patterns with me. Und genau wie wir es heute haben mit dem Covid-19, da sehen wir, dass auch der Meschiach aus diesem ganzen Durcheinander und Schlamassel aufstehen wird. Freunde, ich hoffe, ihr seht das Bild hier. Let me go a little bit deeper with you for just one moment. Und ich möchte noch einen Moment ein bisschen tiefer gehen mit euch. You see how amazing it is to learn Hebrew together and look at the Torah, how wonderful, how much is in each word, in each letter. Und seht hier als Beispiel, wie wichtig und wie schön es ist, eben in die hebräische Sprache einzutauchen. Jedes Wort sagt so viel aus. If you take the very first verse, Exodus chapter 1, verse 1. Wenn wir den ganzen ersten Vers im 2. Mose nehmen, and we'll take the very first letter in this verse. Und wir nehmen die ersten Buchstaben in diesem Vers. And each letter holds a numerical value in Hebrew. Und jeder dieser Buchstaben hat einen Wert, einen Zahlenwert. Here, let's learn some Hebrew together. Wir lernen jetzt etwas Hebräisch gemeinsam. We have a Vav. Wir haben hier den Wav. We have a Shin. Da haben wir den Shin. We have a Bet. Dann haben wir den Bet. We have a Yod. Dann haben wir den Jod. You have Hey. Wir haben Hey. We have a Mem. Dann haben wir Mem. We have Aleph. Wir haben Aleph. Yod. Jod. Another Aleph. Nochmal Aleph. Vav. Ein Wav. And also a Bet. Und zum Schluss noch ein Bet. If you take these words, each one of the letter, and you sum up their mathematical value, wenn man jeden einzelnen dieser Buchstaben nimmt, die wir gerade angeschaut haben, und den Zahlenwert errechnet, it is equivalent in Hebrew to the term Yavo HaMashiach. Dann ist das gleichbedeutend mit Yavo HaMashiach. Which means Messiah will come. Und das bedeutet Mashiach, Messias wird kommen. We are seeing a direct prophecy here about the real purpose of the book of Exodus. Und hier sehen wir direkt diese Verheißung und diese Aussage über die wirkliche Grundlage, die Grundaussage vom 2. Buch Mose. This old book, this Old Testament start to sound very different now, isn't it? Und dieses Alte Testament hört sich jetzt sehr anders an, stimmt's? The entire book of Exodus come to tell us when will the Mashiach will come.
Das gesamte Buch vom 2. Mose haben wir, um uns zu informieren, wann der Maschiach kommen wird. Now remember something, they're sent to Egypt. Erinnert euch, sie wurden nach Ägypten gesandt. First, they are dweller in Egypt. Zuerst wohnen sie in Ägypten, But here in the text, we see this linguistic premise. They say they are coming to Egypt. aber hier sehen wir diesen linguistischen Remes, da steht, sie kommen nach Ägypten. In English, there is this expression. Wir haben im Englischen diesen Ausdruck. I don't know if they have something similar to this in German. Ich weiß nicht, ob es da im Deutschen etwas Ähnliches gibt. But if you say in English, I am coming for you, it means I'm coming to get you. Aber wenn man im Englischen sagt, ich komme zu dir, dann bedeutet das eigentlich, ich verfolge dich in dem Sinn. Ja? When it says here in the text, they're coming to Egypt, it does not mean they're coming to Egypt. They've been in Egypt. Wenn wir hier im Text lesen, dass sie nach Ägypten kommen, dann bedeutet das nicht, dass sie kommen, weil sie ja schon dort They waren. are coming to consume Egypt. They're coming to take over Egypt. They're coming to do something. There's a purpose in Egypt. Es bedeutet, dass sie nach Ägypten kommen, um Ägypten einzunehmen. Da ist ein Grund dahinter, hinter diesem Kommen. Because they became like Egyptians in many regards. But God says, now I'm going to reveal to you the real purpose. Denn sie wurden einerseits wie die Ägypter auf irgendeine Art und Weise, aber jetzt sagt Gott, jetzt komme ich und will offenbaren, was ich wirklich tue. You need to understand what Egypt represents. Und deshalb müssen wir verstehen, was repräsentiert Ägypten eigentlich. And here in the text, it says they are coming. The Hebrew word is the word coming. Und hier im Text steht, dass sie kommen. Das hebräische Wort ist sie kommen. Friends, everything I teach you today is from the new book that still very soon will be in German. We need to understand this. Und Freunde, alles, was ich auch heute jetzt lehre, das ist auch im neuen Buch von mir drin. Und wir müssen das verstehen. Let's look at this word together, coming. Wir möchten dieses Wort kommen jetzt miteinander Now betrachten. you understand it does not mean coming because they have been there. They are coming to rule Egypt, to destroy, to break Egypt. Und wir wissen, dass es nicht bedeutet, sie kommen, weil sie schon dort waren, aber es bedeutet, dass sie kommen, um über Ägypten zu regieren, Ägypten zu zerstören. So you have two forces that collide with one another. You have two forces that going against one another. So, hier haben wir zwei Stärken, zwei Gewalten, die gegenseitig aufeinanderprallen. And I want you to understand those two forces that going against one another. Und ich möchte, dass ihr diese zwei Gewalten versteht, die da aufeinanderprallen. Force number one is called Egypt. Force number two is called Israel. Die erste Gewalt nennt sich Ägypten und die zweite Gewalt nennt sich Israel. So what Egypt represent? What is represent coming to Egypt? Und was bedeutet das? Was repräsentiert das Wort nach Ägypten kommen? And what does it have to do with this amazing code? Mashiach will come. Und was hat es mit diesem wirklich sehr bedeutenden Code zu tun? Messias wird kommen. Take a break. Take a breath. Machen wir mal Pause und atmen tief durch. And understand that God sees the past, present, and future at the same time. Und wir müssen jetzt verstehen, dass Gott die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft alles gleichzeitig sieht. This word coming represent the entire Jewish history, past, present, and future in one word. You Und see all dieses the Wort kommen repräsentiert die komplette jüdische Geschichte, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Alles ist repräsentiert in diesem einen Wort. So let's look at this word bayim. What do we have? We have bet, Und wir schauen uns jetzt dieses Wort an. Wir haben hier Bet, aleph, Aleph, yod, Jod and mem.
und Mem. If you take this together, you are noting something amazing. Und wenn wir diese alle zusammennehmen, dann entdecken wir etwas sehr Erstaunliches. Bet represent the Babylonian exile. Das Bet repräsentiert das babylonische Exil. Aleph represent the kingdom of Edom. Und Aleph repräsentiert das Reich Edoms. Yod represent the kingdom of Greece. Und Jod repräsentiert das Königreich von And Griechenland. Mem represent the kingdom of Persia. Und der Mem repräsentiert das Königreich von These Persien. are the four exiles that the Jewish people had to deal with, physically and spiritually. Und dies sind die 4 Exile, mit denen das jüdische Volk sich auseinandersetzen musste, physisch und geistlich. What Egypt represent? Egypt represent the scattering of the Jewish people as they deal with a physical and a spiritual exile. Und Ägypten repräsentiert das jüdische Volk, die Zerstreuung und die Auseinandersetzung mit dem physischen und dem geistlichen Exil. So when we read this verse, we see the entire Jewish history. So, wenn wir diesen Vers hier lesen, dann sehen wir die gesamte jüdische Geschichte. And here we are today, have to ask the question, how do we break the last exile? How do we do that? Und hier, die wir hier heute zusammen sind, wir müssen uns fragen, wie können wir das letzte Exil durchbrechen? Look how wonderful the Holy Tongue is. Schaut euch an, wie wunderbar die heilige Sprache ist. I already explained to you what happened when you take each first letter from the verse, what you get, the coming of the Mashiach. Ich habe auch schon erklärt, dass wenn wir den ersten Buchstaben von jedem Wort nehmen, dann erhalten wir das Kommen von Mashiach. What if you take each last letter from this verse? What do you get then? Und was passiert, wenn wir jeden letzten Buchstaben von jedem dieser Worte What do nehmen? you get when Was you, erhalten wir? what do you get when you take the hey, Was erhalten wir, wenn wir den Hey nehmen, Tav, den Tav, Yod, Jod, Lamed, den Lamed, Mem, den Mem, Hey, den Hey, Tav, den Tav and you continue on and you take this entire word. What do you get? und so weiter und so fort. Wenn wir das mit jedem Wort machen, was erhalten wir zum Schluss? You get the term Galut Edom, the exile of Edom. Dann erhalten wir die Aussage Galut Edom. Das So if we put Edom. those two together, we understand the equation that we're seeing here. Und wenn wir diese 2 Aussagen nun zusammenstellen, dann sehen wir die Richtung hier. The Messiah will come Der Messias wird kommen, to break the final exile of Edom. um das letzte Exil von Edom zu zerbrechen. Of course, we know that Edom represents Christianity. Und wir wissen, dass Edom das Christentum repräsentiert. So you say, well, Christianity is a terrible thing. God come to destroy Christianity. Und jetzt sagt ihr vielleicht, was, das Christentum ist so schrecklich, Gott kommt, das Christentum zu zerstören. Egypt represents Christianity. Und Ägypten repräsentiert das Christentum. Well, friends, it's not so simple. Aber Freunde, es ist nicht ganz so einfach. There's another missing link in this equation that we have to put together. Da gibt es noch ein Glied, das hier fehlt in diesem Is Ganzen. being in exile terrible? Is it being in the exile is just a terrible thing? Weil im Exil zu sein, ist wirklich etwas Schreckliches. The answer is yes and no at the same time. Und die Antwort darauf ist ja, natürlich, aber auch nein, gleichzeitig. Again, look at the text with me. Wir schauen uns den Text nochmal an. There is one more remez we have to understand. Da gibt es etwas, das wir verstehen müssen hier.
Why did the text say Mitzrayma? They come to Egypt rather than Mitzrayim. Warum sagt der Text aus Mitzrama anstelle von Mitzraim? Ägypten. There is a difference, and the Torah here is using Mitzrayma. Da gibt es einen Unterschied und hier gebraucht die Tora Mitzrayma. Let me shock you. Ich möchte euch jetzt schockieren. When you take the term Mitzrayma, Wenn man diese Aussage Mitzrayma nimmt, Egypt, Ägypten, and it's of course, so now we saw that it's a picture of Christianity. und wie wir gesehen haben, gleichzeitig auch ein Final Bild exhale of vom Christentum. The value of the word Mitzrayma is 385. Und der Zahlenwert von Mitzrayma ist 385. You would expect it to be equivalent to Satan, evil, demonic. Man erwartet vielleicht, dass es äquivalent dasselbe ist wie Satan oder Böses oder so und so weiter, But it's not. dämonisch. But Aber it's not. Aber das ist nicht so. Look at the value of the word Mitzrayim, Egypt. Schauen wir uns den Zahlenwert von Mitzrayim an, von Ägypten. It's equivalent to the word Shekinah. Es ist gleichbedeutend mit dem Wort And it's equivalent to denselben David, Zahlenwert David, son of Jesse. und gleichzeitig denselben Zahlenwert wie David, Sohn von Isai. Rabbi Shapira, how can it be that Egypt is equivalent to the Shekinah, the glory, and son Messiah, son of David? Aber Rabbi, wie kann es sein, dass Mitzrayim dasselbe ist wie der Sohn Isais? Now we can resolve the riddle that was put before us. Und jetzt können wir das Rätsel lösen, das uns vorgesetzt wurde. Why they say the Israelites are coming new, freshly to Egypt? Warum lesen wir, dass Israel quasi gerade eben erst nach Ägypten gekommen ist? Because they have a picture, they have a task, they have a mission. Weil sie eben eine Aufgabe haben. Sie kommen in einer Mission. Sie haben eine Mission in Ägypten. And what is the mission of the son of Israel? Und was ist diese Mission, die diese Söhne Israels haben in Ägypten? To extract the Shekinah and to extract the Messiah out of Egypt. Sie sollen die Shechina und den Messias aus Ägypten ausgraben, extrahieren. Our task in the last days as Jewish believers is to extract Yeshua outside of Christianity. Und unsere Aufgabe als Gläubige in diesen letzten Tagen ist, Jeschua aus dem Christentum herauszufiltern. And this is the reason that Egypt is equivalent to Shekinah. Und das ist genau der Grund, warum Ägypten gleichbedeutend ist mit Shechina. So when Israel is coming, they need help. And the help is Moses. What can we learn from that? So, Israel ist da unterwegs und sie brauchen Hilfe und Mosche kommt als ihre Hilfe. Was können wir daraus lernen? How do we extract Yeshua outside of Edom? How do we do it? Wie holen wir Jeschua aus Edom heraus? Wie We machen do wir it das? with Moses. We do it through Moses. Die Antwort ist, wir machen es mit Mose. Wir machen es durch Mose. Allow me to conclude and leave you with this verse in our portion this week. Und ich möchte diesen Vers euch mitgeben, als wenn wir jetzt zum Schluss kommen. Very quickly, let us go to Exodus chapter 2. Very quickly. Wir gehen noch ganz schnell ins Kapitel 2 vom zweiten Buch Mose. Yeah, just give me a second. I read to them Exodus 2:15. I'll be right back. Okay, das wäre das zweite Kapitel, der Vers 15. Und da lesen wir: Und es kam vor dem Pharao
und der trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. This is significant. What does it say? It says that Moses ran away and he sat upon the well. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Wir lesen, dass Mose floh und sich eben auf diesen Brunnen setzte. Oder But an this is diesen not Brunnen what, setzte. but that is not what the Hebrew says. Und das Hebräisch sagt eben nicht an einem Brunnen. What is the Holy Tongue actually saying? Und was sagt die heilige Sprache uns hier? The Torah uses the term al-abe'er. Die Tora braucht die Wendung al-abe'er. What does it mean, al-abe'er? He's sitting on top of the well. Was so viel bedeutet wie auf den Brunnen. Er setzte sich auf den Brunnen. Moses is the marker to show us the pit where the Messiah is found at. According to the Midrash, it's explained that inside the well, Messiah is in. Und Mose wird hier gebraucht als der Wegweiser, um den Weg zu zeigen, in welcher Grube oder in welchem Brunnen eben der Messias ist. Where was Joseph thrown into? To an empty water pit. That's where Joseph was. Und wo wurde Josef hineingeworfen? In eine leere Zisterne oder in einen leeren Brunnen. Israel is suffering in Egypt so that they will be able to pull out the Mashiach from the pit today. Und Israel leidet in Ägypten, auf dass sie daraufhin fähig werden, den Mashiach aus dieser Grube herauszuziehen. What about you? Do you want to pull him out? Und wie steht's mit dir? Willst du ihn auch herausziehen aus der Grube? You have to find the right well. Du musst den richtigen Brunnen finden. And the right well is the well where Moses held his flag. Und der richtige Brunnen ist derjenige, wo Moses drauf sitzt mit seiner Flagge. Many of you today are sad. What's happening in the world? Viele von euch sind traurig heute mit all dem, was passiert in der Welt. Friends, I want to tell you something. Aber Freunde, ich möchte euch jetzt etwas sagen. Use this opportunity. Gebraucht diese Möglichkeit Take this opportunity. und nehmt diese Möglichkeit, packt diese Möglichkeit, God is raising you for this season. weil Gott hat dich auferstehen lassen quasi für diese Zeit, in der wir sind. These are the names. What about your name today? Das sind die Namen. Und wie steht's mit deinem Namen heute? Don't be consumed in Egypt. Bleib nicht in Ägypten und werde da aufgefressen. You make sure that you are the consumer of Egypt today. You take over Egypt. Sondern stell sicher, dass du derjenige bist, der Ägypten einnehmen wird und nicht umgekehrt. That's why you need to return to the Torah Und deshalb musst du zurückkehren zur Torah, in order to redeem the Jewish Messiah. um den jüdischen Messias zu erlösen. When will Mashiach will come? Und wann wird der Messias kommen? When we will deliver him and pull him out of the pit and restore honor for the name of the Messiah. Wenn wir ihn erlösen, befreien, aus diesem Brunnen herausziehen und ihn ehren als den Messias. This is an exciting time, friends, for us in German-speaking world. Das ist eine sehr spannende Zeit für uns, auch in der deutschsprachigen Welt, in der wir jetzt gerade leben. Excuses are over. Could you repeat that? Sorry. The excuses time is over. Die Entschuldigungen, die wir haben, immer parat haben, die können wir vergessen. We translated the Siddur to German. There is nothing that's stopping you from joining today the house of Israel. Wir haben den Siddur jetzt auch ins Deutsche übersetzt und da habt ihr etwas, an dem ihr euch orientieren könnt und mit dem ihr laufen könnt. God wants your name to be called great in the kingdom. Make your name count.
Und Gott möchte, dass dein Name groß sein wird in seinem Reich und möge dein Name zählen für sein Reich. Amen ve'amen. Und stell sicher, dass er zählt. Amen. I don't know if those are questions. Hans, is this a specific question? I don't see any at the moment. I put it on the screen for you. Okay. Right. Okay. I'm looking there. Are there Here's any another one. Are there any practical tips that you have, especially Absolutely, the most how practical thing. to help someone get out of Egypt? So you might want to repeat the question in German. Gibt es da Tipps, wie wir Menschen helfen können, aus Ägypten herauszukommen? I would like to give a few things to everybody, especially as we're dealing with very strong spirit of Egypt right now in the world. Ich möchte euch jetzt etwas weitergeben, im Speziellen, weil wir mit einem sehr starken Geist von Ägypten jetzt zu tun haben in dieser Welt. Number one, do not look at the physical. Erstens, schaut nicht auf das Physische. What can we learn from this Torah portion? Was können wir von dieser Tora-Portion, von diesem Moshe Rabbeinu come and tell them, hey, that your deliverance is near. Moshe Rabbeinu kommt und sagt, eure Erlösung naht. But they didn't listen to him. Aber sie haben nicht auf ihn gehört. What is the Torah says? From a shortness of breath. Und was sagt die Tora aus? Sie waren außer Atem. But if you look at the Hebrew, the word breath is the word ruach. Aber im Hebräischen ist das Wort Atem natürlich Ruach. Kotzer ruach. Spiritual asthma. You know what they had? They had a spiritual asthma. Sie hatten quasi ein geistliches Asthma. A person who have kotzer ruach in modern Hebrew is a person who have asthma. Im modernischen Hebräisch, Kotzer Ruach bedeutet eine Person, die Asthma hat. So you need to make sure that you are walking with the Ruach of Hashem. Number one, make sure that your life is filled with the Spirit of God. Und der erste Schritt ist natürlich, stell sicher, dass dein Leben gefüllt ist mit dem Ruach, mit dem Geist Gottes. Number two. Und zweitens, zweiter Hinweis, it is paramount. The only way that this exile will be broken is with Moshe. es ist sehr, sehr wichtig, entscheidend sogar, dass dieses Exil, zu wissen, dass dieses Exil nur mit Moshe gebrochen wird. Take upon yourself the Torah is a guideline for your life going forward. Und das bedeutet, dass wir die Tora als unsere Anleitung fürs Leben annehmen sollen, indem wir weitergehen. And I would say number three, it's found in this word habaim. Und drittens würde ich sagen, finden wir es im Wort Habaim. Too many people developing a defeated attitude about the days ahead. Und wir haben zu viele Menschen, die niedergeschlagen sind, wenn sie an die Tage denken, die kommen werden. But again, when they said that they are coming here, they are coming to destroy and to break the spirit of freedom. Live a victorious life. Aber This nochmal, wenn wir hier stehen, wenn wir hier lesen, dass sie kommen, dann kommen sie eben, um Ägypten einzunehmen, um Ägypten zu zerstören. Und so sollen auch wir ein Leben, ein siegreiches Leben leben. I would say this was probably the most important one for me, making sure that you live a victorious lifestyle. Und ich würde sagen, für mich ist das eigentlich der wichtigste Punkt. Stell sicher, dass du ein Leben des Sieges lebst. Through the Torah, durch die Torah, focusing on breaking the klipot, the exile of Edom, personally from your life. So that means that the things that you're struggling with, you're dealing with. Indem wir auf uns persönlich fokussiert sind, auf unsere Klipot, auf die blinden Flecken, die wir haben, und dass wir daran arbeiten. That's a very good question. Und das ist eine sehr gute Frage. Danke. Abba, in the name of Yeshua, we pray that the name
that each one of us would know how important is our name. Und aber wir bitten dich im Namen von Jeschua, dass wir erkennen, wie wichtig unsere Namen sind. Names are important. Namen sind wichtig. And I guess I would answer this for Naomi and for everybody. Just Und ich- know how important your name is. Und ich möchte dies als Antwort geben auf Naomi und für uns alle. Wisst, wie sehr, sehr wichtig euer Name ist. How important our names are in the days ahead. Wie wichtig unsere Namen sind in den Tagen, die kommen werden. Give each and every person to watching this broadcast understanding of the exile right now and the opportunity to finally break the exile of Edom in these last days. Und gib jedem von uns, die wir hier zusammen sind, Erkenntnis über Edom und über das Exil, in dem wir drinstehen in diesen letzten Tagen. Ask this in the merit of our Messiah. Und ich bitte dich das im Verdienst von unserem Messias. Amen and amen. Amen, der Amen. I hope that by next week when we meet, we'll have the big news for you about the German prayer book. Und ich hoffe, dass nächste Woche, dann haben wir diese große Mitteilung an euch bezüglich der deutschen Sidur. We bless the Lord for all of you. Und ich segne wirklich den Herrn für euch alle. Und danke. Shalom, shalom, velayla tov. Shalom und guten Abend, gute Nacht.